Ich bin Silke Iden-Rothkirch. Mein Diplom als Designerin habe ich 1991 an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee abgelegt. Ich hatte dort Formgestaltung studiert. Tatsächlich habe ich schon innerhalb des Studiums in der Wendezeit mich stärker für das Nachdenken über, das Reflektieren und Forschen über Design interessiert, als für die praktische Produktgestaltung selbst und bin darüber in der Redaktionsarbeit, in der Konzeptentwicklung und im Text und somit letztlich im Kommunikationsdesign gelandet. Vor 20 Jahren habe ich hier in Berlin-Pankow mein eigenes Büro gegründet für redaktionelles Schreiben und Konzeptentwicklung. Aus einem Zufall hat sich ergeben, dass meine Hauptauftraggeber soziale Unternehmen sind. Das sind gemeinnützige Organisationen, die im Bereich der Eingliederungshilfe Angebote machen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, seelischen Störungen, psychiatrischen Diagnosen oder langwierigen psychischen Erkrankungen. Und diese Unternehmen unterstütze ich in ihrer Unternehmenskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit. Und in diesem Zusammenhang bin ich vor über 10 Jahren auf die leichte Sprache und die einfache Sprache gestoßen. Und zwar aus der Perspektive des Designs, des Kommunikationsdesigns, der Typografie. Das zweite Feld, mit dem ich mich beschäftige seit meiner Studienzeit, das sich auch wie ein roter Faden durch meine Arbeit und durch mein Leben zieht, ist die Geschichte des Designs und die Geschichte von Designausbildungen. Das fließt ein in Publikationen und in Ausstellungen, die ich betreue, die ich kuratiere. Drittens gibt es die Lehre, in der ich meine beiden Arbeitsfelder sehr gut zusammenführen kann. Ich biete zurzeit ein Seminar an der Burg Giebichenstein in Halle an im Bereich Designwissenschaften. Das Seminar heißt Verstehen, Barrieren, Design. Da verknüpfe ich verschiedene Aspekte von Teilhabe und Zugänglichkeit mit der Designgeschichte und mit Beispielen aus der Designpraxis. Das Schöne daran ist der Austausch mit den Studierenden. Die sind an diesem Seminar eigentlich immer sehr interessiert. Das ist eigentlich immer überbucht. Da merke ich, dass diese Themen gerade eigentlich auf der Straße liegen, kann man so sagen. Und ich profitiere davon, eben da auch aus deren Lebens- und Studienpraxis Beispiele, Fragestellungen und Themen auf den Tisch zu bekommen, mit denen ich dann wieder weiter arbeiten, weiterdenken kann. Ein besonders anstrengendes, aber vor allem auch sehr schönes, inspirierendes und auch langwellig wirkendes Projekt ist die Schönheit der Form. Die Designerin Christa Petrow-Bohne. Das ist ein Projekt, was ich gemeinsam mit Jörg Petruschardt realisiert habe und mit vielen anderen mitwirkenden Beteiligten auch. Vielleicht ganz kurz, Christa Petrow-Bohne ist eine mittlerweile 88 Jahre alte Designerin, die in der DDR jedem bekannt ist, aber nicht mit ihrem Namen. Es gibt so ein paar Design-Ikonen, die jede und jeder in der Hand hatte und die wir uns im Rahmen dieser Ausstellung und dieser Publikation, die dem vorausging, ein bisschen genauer angeschaut haben. Und wir haben dort die verschiedenen Facetten ihres Berufslebens, ihrer Verflechtung, ihrer Möglichkeiten, die sie als sehr junge Frau in der jungen DDR hatte, auseinandergenommen. Wir haben uns angeschaut, wie sie in diesen Industriebetrieben wirken konnte als Anfang 20-Jährige. Wir haben ihre Lehrtätigkeit in der Grundlagenausbildung für das Design untersucht. Wir haben mit ihr viele Gespräche geführt und sie selber hat einen sehr umfangreichen Beitrag über das, was sie
bewegt hat, zusammengetragen. Meine Kollegin Sophie Alex hat diesen wunderbaren Katalog gestaltet, zwischen zwei Buchdeckel diese fast 300 Seiten einsortiert. Das war Wahnsinn. Und die Zusammenarbeit mit dem Kunstgewerbemuseum in Dresden, das war dann sozusagen das zweite Highlight, also die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen dort, allen voran mit Klara Nemitschkova, die das für das Haus dort kuratiert hat, mit unserer Ausstellungsgestalterin Kathleen Arten, die wirklich tolle Räume gebaut hat. Das war einfach eine, fand ich, wunderbare Sache. Glücklicherweise konnte die Ausstellung ein paar Monate gezeigt werden in Pillnitz am Wasser. Das war einfach großartig. Die wanderte dann auch noch nach Hamburg ins Museum für Kunst und Gewerbe im vergangenen Jahr. Auch dort die Räume, es wurde etwas angepasst, es war einfach toll. Und das hat mich gefreut, dass ich dazu doch einen großen Beitrag leisten konnte. Ich kenne das IDZ jetzt natürlich auch schon seit mittlerweile 30 Jahren. Genauer gesagt, nach der Wende bin ich darauf aufmerksam geworden, zum Beispiel auf Publikationen. Ich habe in meinem Bücherregal das gefunden, was ich mir doch damals, ich glaube, antiquarisch irgendwo gekauft habe, Energiengestalten. Ich habe sie gesehen, ich dachte, meine Güte, ist das lange her, müsste man eigentlich wieder drin lesen. Ansonsten bin ich eigentlich jetzt zum IDZ gekommen, als ihr vor 1,5, 2 Jahren diese Mitgliederkampagne gestartet habt, und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich mal die Möglichkeit, mich doch nochmal der Designpraxis zu öffnen, etwas stärker wieder ins Netzwerken hineinzukommen. Das ist eigentlich eine sehr persönliche Sache. Angestoßen wurde es von Dominik Harbord, ein Produktdesigner, der auch hier in Berlin lebt und arbeitet. Das Projekt heißt Living in a Box. Geboren ist es in der Pandemiezeit, Lockdown, Zoom-Konferenzen, jeder weiß sofort, wovon ich rede. Und Dominik holte mich dann ins Boot, und wir haben Rohlinge für so eine Faltbox in Umschläge getan und befreundete oder bekannte Designerinnen, Künstlerinnen aus der ganzen Welt eigentlich angeschrieben, mit der Bitte und mit der Einladung, doch diese Box aufzufalten und dann ein Objekt, ein Ready-Made, ein Entwurf, etwas, das sie uns zum Nachdenken mitgeben wollen, an uns zurückzuschicken. Und wir haben bis zum heutigen Zeitpunkt 22 Boxen zurückerhalten. Ganz wunderbare Dinge. Ich zeige ganz kurz, wenn ich das mal aufkriege, die Box, die Mariko Takagi, eine Typografin und Designwissenschaftlerin aus Kyoto, an uns geschickt hat. Mariko hat eine kleine Reisebibliothek angefertigt. Also das sind 15 Heftchen, die etwas erzählen darüber, was Mariko in dieser Pandemiezeit bewegt und bearbeitet hat. Es ist einfach etwas, was mich rührt, was mich inspiriert, worüber ich mich freue, wo ich sehr dankbar bin, dass die Kolleginnen und Kollegen darauf so reagiert haben und ihre Dinge geschickt haben. Die Arbeiten, die wir erhalten haben, sind zu sehen in einer virtuellen Ausstellung in einer Website, auch unter Instagram zu sehen, und wir hoffen, dass wir die Arbeiten natürlich dann auch mal in echt in einer kleinen Ausstellung präsentieren können.